Meine Frau geht arbeiten, ich gehe arbeiten, wir kämpfen uns so durch den Alltag. Das geht ja über Haushalt, Wäsche putzen, einkaufen und so weiter. Meine Tochter spielt Klavier und Chor, Reiten. Mein Sohn spielt Fußball, Chor, Kinderturnen. Das muss aber alles irgendwie gemanagt werden. Für uns als Familie war das ja jetzt auch eine gewisse Testphase, wie wir auch unseren Alltag und auch die Verantwortlichkeiten zwischen meiner Frau und mir vielleicht auch verschieben. Und ich denke, das ist dann auch nochmal ein Prozess, dann das wieder neu auszurichten. I just involve my husband. If I have a course or something, I'll let him know so he works full time. So sometimes you just have to sacrifice. So it's been a journey of sacrifices. Ein Grundsatz bei der Arbeitsteilung ist, Aufgabe ist ungleich Verantwortung. An Verantwortung hängt oftmals ein Rattenschwanz an kleineren und größeren Aufgaben. Und zwischen der Verantwortung und der Aufgabe liegt der viel zitierte Mental Load. Also die ganzen Denk- und Organisationsprozesse, die noch über die Aufgabe hinausgehen. Bei der Aufgabenteilung kann helfen, sich 1, 2, 3 zu vergegenwärtigen. 1 bedeutet, vielleicht nach Vorlieben und Kompetenzen die Aufgaben alleine wahrzunehmen. Man könnte sich aber auch überlegen, was spricht denn für 2, Dinge auch mal gemeinsam zu tun. Vielleicht gemeinsam das Unkraut im Garten zu jäten und dann auch gemeinsam miteinander zu grillen. 3, Dritte mit einbinden. Dritte können externe Dienstleistungen sein, die ich einkaufe. Es können aber auch unentgeltliche Leistungen sein. Aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Wir versuchen das relativ gleich und paritätisch aufzuteilen, also alles, was in der Familie mit Kindern anfällt. Kindkranktage versuchen wir uns gleichberechtigt auch aufzuteilen. Was uns ganz wichtig ist tatsächlich, ist auf die finanzielle Gleichberechtigung und Aufteilung. Also wenn einer von uns mehr arbeitet, versuchen wir das finanziell auszugleichen, damit wir nach allen Abzügen trotzdem noch das Gleiche jeder von uns zur Verfügung hat. Wir haben Tage, Tage, wo ich die Kinder hole, Tage, wo sie die Kinder holt. Das ist der einfache Teil. Der schwierige Teil sind die ganzen unvorhergesehenen Sachen, die aber so häufig passieren, dass sie eigentlich fast schon vorhersehbar sind. Und das setzt einen so unter konstanten Druck. Und ich sage mal, wir auch viel so von den Einrichtungen den Druck spüren, dass der Fokus stark auf die Frau und auf die Mutter ist, weil es einfach rein empirisch so ist, dass viele Frauen in Teilzeit gehen und die Männer arbeiten. Aber es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren oder sein eigenes Ding zu machen, wenn einem das persönlich wichtig ist. Was heißt es denn eigentlich für mich persönlich, eine gerechte Arbeitsteilung innerhalb der Familie, der Partnerschaft zu finden? Bedeutet gerecht gleich gleich? Heißt gerecht gleichberechtigt? Heißt gleich 50-50? Über alle Lebensbereiche hinweg? Das heißt die Erwerbsarbeit, die Sorgearbeit, die Freizeit? Was da ganz wichtig ist, ist nach meiner Einschätzung tatsächlich eine gute Kommunikation. Dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Jeden Abend ist auch quasi erstmal, okay, was lief heute, was ist morgen geplant. Sonntagabend haben wir ein Meeting. Je mehr Kinder ich habe, desto mehr habe ich auch das Gefühl, ich leite so ein kleines Unternehmen. Und auch Kommunikation ist wie die Arbeitsteilung, das Familienmodell, auch Persönlichkeits- und Typfrage. Wenn einer oder eine mit dem Modell, was man gerade lebt, unzufrieden ist ein guter Zeitpunkt, das Gespräch neu zu suchen. Das bedeutet nicht, dass am nächsten Tag neue oder bessere Lösungen da sind. Es bedeutet aber, dass man überhaupt wieder zu solchen Themen ins Gespräch kommt. Schwierig ist Kommunikation immer dann, wenn ich Vorannahmen im Kopf habe. Ach, mit meinem Chef geht das doch eh nicht mit der Elternzeit, das so zu planen. Viele Väter haben das übrigens im Kopf. Oder meine Kinder, die ticken so und so, dem brauche ich das gar nicht erklären. Im Übrigen war das ja auch so, dass mitunter ein Auslöser für die Elternteilzeit auch war, dass meine Frau den Wunsch geäußert hat, ein bisschen mehr ihre Selbstständigkeit zu verfolgen. Und was für mich natürlich jetzt insofern dass die Kommunikation noch mal vereinfacht ist, dass ich ja jetzt diesen Alltag noch mal besser auch kennengelernt habe
Und vielleicht, man spricht dann gern von Empathie und dass es vielleicht an uns beiden vielleicht sogar besser gelingt, einen guten gemeinsamen Weg zu finden.